Salam alaikum, meine Liebsten. Heute drehe ich wieder eines meiner Gesundheitsalternativvideos, weil ich euch über die 5 natürlichen Nahrungsergänzungsmittel informieren möchte, die jeder Mensch heute zu sich nehmen sollte, damit er keinen Mangel erleidet. Denn durch die denaturalisierte Lebensweise, die wir heute so an uns haben, durch glutenhaltige Nahrung und die Übersäuerung unseres Organismus, erleiden wir unweigerlich einen Mangel, wenn wir nicht supplementieren. Denn nur wenn wir uns vollständig durch Bioprodukte und in der Hauptsache durch Rohkost ernähren würden, könnten wir auf Supplementierung verzichten, und das tut fast keiner heutzutage von uns. Und deshalb ist es absolut notwendig, dass wir diese Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen, aber es sollten eben natürliche Nahrungsergänzungsmittel sein, keine isolierten synthetischen, weil der Körper Isolate nicht erkennen kann und nicht verwerten kann. Wir fangen zuallererst gleich mit dem MSM, dem organischen Schwefel, an. Von dem geben wir 1 Teelöffel in ein Glas und geben etwas Wasser dazu. Und das sollten wir jeden Morgen und jeden Abend einmal trinken. Das heißt, ein kleines Glas mit 1 Teelöffel MSM sollten wir einmal morgens trinken und das gleiche nochmal einmal abends. MSM ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur, eine organische Schwefelverbindung, die ursprünglich aus Algen des Meeres stammt. Ihre Gase steigen mit Regenwolken auf und regnen auf Pflanzen herab. MSM kommt daher in Milch, Eiern, Fleisch und frischem, rohem Gemüse vor. Durch Überzüchtung, Lagerung und Kochen ist das lebenswichtige, aber empfindliche MSM jedoch in unserer denaturalisierten Nahrung kaum mehr vorhanden. Später werde ich dazu noch mehr sagen, wozu der Körper das MSM braucht. Hier haben wir jetzt erstmal das OPC, das Traubenkernextrakt. Das ist übrigens das beste Präparat, das es derzeit auf dem Markt dazu gibt. Deshalb möchte ich euch stark empfehlen, genau dieses Präparat auch zu kaufen. Das verlinke ich euch später unten. Hier enthält jede Kapsel 300 Milligramm reines OPC. Und das ist die höchste Dosierung, die man in diesen Präparaten finden kann. Und das ist genau die Menge, die man täglich zu sich nehmen sollte. Das heißt, 1 Kapsel pro Tag würde vollkommen ausreichen. 2 Kapseln wäre aber noch besser, wenn man jetzt unter chronischen Krankheiten leiden würde. Ja, und diese OPC-Kapseln sollte man zwischen den Mahlzeiten nehmen, also nicht direkt zu einer Mahlzeit, nicht davor und nicht direkt danach, sondern mindestens 1 Stunde vor oder mindestens 1 Stunde nach einer Mahlzeit, weil es sich gerne an die Proteine der Mahlzeit heftet, und das soll es ja nicht. Es soll sich stattdessen an die körpereigenen Proteinstrukturen wie Kollagen und Elastin heften. Hier haben wir jetzt das Acerola-Pulver, das ist das natürliche Vitamin C-Pulver. Und das sollte zusammen mit dem OPC eingenommen werden. Täglich einen halben Teelöffel sollte man davon nehmen. Und das OPC verstärkt eben die Wirkung von Vitamin C, also extrem. Und deshalb ist dieses Vitamin C ist halt auch sehr lebensnotwendig, weil wir in der heutigen Zeit einfach nicht mehr genug Vitamin C zu uns nehmen. Deshalb sollten wir das eben in natürlicher Form supplementieren. Einen halben Teelöffel, wie gesagt, ist ausreichend. In ein Glas Wasser oder einfach so in den Mund geben. Es ist halt sehr sauer, das muss man dabei bedenken. Aber man kann das irgendwie mit Wasser aufgelöst zusammen, aber mit dem OPC unbedingt zusammennehmen, weil sich diese beiden sehr stark in ihrer Wirkung vermehren. Jetzt kommen wir zu dem Vitamin D3. Vitamin D3 ist eben die Sonne, die der Körper braucht. Hierzulande haben wir ja nicht genug Sonne, deswegen müssen wir unbedingt Vitamin D3 supplementieren, und zwar in einer sehr hohen Dosierung. Das hier sind jetzt Tropfen in Ölform, denn das Vitamin D3 ist ja fettlöslich und deswegen sollte es nur in Tröpfchenform, also mit Öl zusammen aufgenommen werden, weil der Körper es sonst nicht verwerten kann. Also nicht in Tablettenform und nicht in Kapselform, wenn möglich. Ja, und hiervon sollte man als gesunder Mensch, der keinen Vitamin D-Mangel hat, täglich 7000 Einheiten nehmen, das heißt 7 Tropfen. Wer aber einen Mangel hat, sollte eine noch weitaus höhere Dosierung nehmen, also mindestens 10.000 Einheiten pro Tag. Ja, das ist das Vitamin D3. Und jetzt kommen wir zu dem Vitamin B12. Das ist halt auch sehr lebenswichtig. Vitamin B12 ist ein Bakterium und kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Da es aber hitzeempfindlich ist, wird es durch Kochen, Braten und Grillen zerstört. Deshalb hat fast jeder Mensch heute Vitamin B12-Mangel. Dieses hier ist eine sehr hohe Dosierung, das sind 5000 Mikrogramm Vitamin B12, also 1000 Mikrogramm Vitamin B12 sollte der Mensch schon täglich aufnehmen. Deshalb würde hiervon jetzt reichen, wenn man das einmal in der Woche nimmt, aber am Anfang sollte man es erst mal täglich nehmen, um seinen Depot aufzufüllen damit.
Denn im Gegensatz zu den anderen B-Vitaminen kann dieses Vitamin B12 in der Leber gespeichert werden und deswegen kann man praktisch sein Depot damit auffüllen. Hier haben wir jetzt noch das Vitamin K2. Das ist auch notwendig, um das Vitamin D3 überhaupt zu aktivieren im Körper. Es kann zwar zu einem gewissen Prozentsatz im Körper selbst hergestellt werden, aber nur, wenn man einen intakten Darm hat. Den haben die meisten Leute heute nicht mehr. Deshalb sollte man auch Vitamin K2 noch supplementieren, zusammen mit dem Vitamin D3. Und zwar ist das auch fettlöslich. Das wird dann auch in Tropfenform verabreicht, und zwar in der gleichen Menge wie das Vitamin D3. Was wir auch noch brauchen, um das Vitamin D3 im Körper wirklich zu aktivieren, ist eben das Magnesiumchlorid. Das bekommen wir heute auch nicht mehr genug über die Nahrung, weil die Böden alle magnesiumarm sind und ausgelaugt sind. Das findet man aber in Natursalz zum Beispiel auch, aber das essen ja die wenigsten Menschen heute. Die meisten essen immer nur dieses raffinierte Salz, was eben schon völlig magnesiumfrei ist. Das wird nämlich da rausgeholt. Ja, das ist auch so ein weißes Puder, das schmeckt auch sehr salzig und bitter, das kommt auch aus dem Meer. Ja, und es wäre gut, wenn man Magnesiumchlorid auch supplementieren könnte, um das Vitamin D im Körper besser zu verwerten. Dazu gibt man in einen halben Liter Wasser 4 Teelöffel Magnesium und dann trinkt man von diesem Wasser 3-mal täglich so ein kleines Schnapsglas oder wann immer man eben dran denkt. Es muss auch nicht unbedingt 3-mal täglich sein, 1-mal täglich würde auch schon reichen. Ja, und dann könnte man auch noch diese Magnesiumöllösung herstellen. Es wird so genannt, es ist aber kein Öl, indem man eben in einen halben Liter nur 2 Teelöffel Magnesium gibt und das dann über die Haut sprüht. Das ist dieses hier. Das ist das sogenannte Magnesiumöl. Das wird dann transdermal über die Haut vom Körper aufgenommen. Und dann, das sollte man sich dann immer auf die Haut sprühen, und zwar nach jedem Duschvorgang den ganzen Körper damit einsprühen und dann verreiben und es an der Luft trocknen lassen. Auf diese Weise bekommt man auch schon sehr viel Magnesium in den Körper, wenn es eben transdermal zugefügt wird. Das ist hier jetzt belesenes Magnesiumöl. Das ist auch immer gut, weil im Koran liegt ja Heilung, deswegen belese ich immer diese Wasser, mit denen ich mich dann einsprühe. Ja, das ist jetzt dazu, also das waren jetzt die 5 wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel plus eben das Vitamin K2 und das Magnesium, die eben zusammen mit dem Vitamin D3 noch genommen werden sollten, um das Vitamin D3 im Körper besser zu aktivieren. Aber ansonsten sind diese 5 Nahrungsergänzungsmittel, die ihr jetzt da seht, ein absolutes Muss. Jetzt kommen wir hier zu dem Zeolit. Das Zeolit, Clinoptilolid heißt das ist also die sogenannte Kieselsäure, dient zur Entgiftung unseres Körpers. Und wahrscheinlich haben wir alle völlig übersäuerte Organismen und vergiftete Därme. Deshalb ist es zu empfehlen, auch dieses Zeolit, Clinoptilolid, sich zu besorgen. Und das sollte man dann 1 Stunde, also frühmorgens auf den leeren Magen, wenn möglich, nehmen. 1 Stunde bevor man etwas isst. Denn es bindet die Schwermetalle im Körper an sich und es bindet halt alle möglichen Stoffe an sich. Und auf diese Weise scheidet es dann diese ganzen Gifte, die im Körper vorhanden sind, aus. Und das ist wirklich notwendig. Also man sollte wirklich einmal am Tag dieses Zeolit, Clinoptilolid nehmen, einen Teelöffel auf ein kleines Glas Wasser und das dann trinken auf leeren Magen oder eben abends, also 2 bis 3 Stunden, nachdem man die letzte Mahlzeit gegessen hat. Da ist es noch wirkungsvoller, weil es dann in der Nacht viel besser seine Wirkung tun kann. Aber die meisten Leute essen halt bis spät abends, bevor sie schlafen gehen, essen sie noch was und deswegen ist es eben nicht möglich, meistens das abends zu nehmen. Deshalb sollte man es wenigstens früh morgens auf leeren Magen nehmen und dann 1 Stunde warten, bevor man etwas zu sich nimmt. Das entgiftet eben sehr schön den Körper und das ist wirklich notwendig, um unseren Körper bei der Entgiftung zu helfen. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die 5 Nahrungsergänzungsmittel zurückkommen im Detail. OPC ist eben blutverdünnend, das repariert Kollagen, hat starke antioxidative Wirkung und neutralisiert Oxidationsschäden, die durch freie Radikale ausgelöst werden. Neben Astaxanthin ist das stärkste Antioxidant weltweit, ist 18 bis 20 Mal so stark wie Vitamin C und 50 Mal so stark wie Vitamin E. OPC verstärkt andere antioxidative Vitamine wie Vitamin C, E und A, wenn man sie gleichzeitig einnimmt.
Es regeneriert Bindegewebe und erhöht seine Elastizität und Stabilität, festigt und stabilisiert somit Bänder, Sehnen, Knorpel, Knochen, Gelenke, Haut, Schleimhäute, Haare, Nägel, Muskeln, Lungen, Blutgefäße, Lymphgefäße. Hilft gegen Zellulite, gegen frühzeitiges Altern, gegen Haarausfall, schützt Blutgefäße, verbessert praktisch die Fließeigenschaft des Blutes, senkt das Risiko für Herzinfarkt, senkt Cholesterinwerte, wirkt antiallergisch und antientzündlich, schützt Augen- und Sehkraft, lindert Menstruationsbeschwerden, hilft gegen Krebs. Ja, hier ist das OPC in Pulverform nochmal zu sehen. Ja, und das möchte ich euch wirklich stark empfehlen. Das OPC ist sehr, sehr notwendig für unsere Gesundheit. Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Vitamin C. Der Körper kann Vitamin C nicht selber herstellen, deshalb sollte man täglich etwa 10 Gramm zu sich nehmen. Um diese Menge zu erhalten, müsste man täglich fast nur Obst und Gemüse essen, also praktisch Rohköstler sein. Und das ist heute wohl keiner von uns. Und deshalb sollte man dieses Acerola-Pulver, also 1 Teelöffel täglich, in natürlicher Form zu sich nehmen. Man sollte keine synthetisches Vitamin C nehmen, also keine synthetische Ascorbinsäure, denn die wird vom Körper nicht erkannt. Stattdessen eben dieses natürliche Vitamin C-Pulver. So ist es mit allen Nahrungsergänzungsmitteln. Die sollten immer in natürlicher Form eingenommen werden. Zusammen mit OPC wird eine bessere Aufnahme gewährleistet und dann wird auch die Wirkung verstärkt. Folgende Mangelerscheinungen treten beim Mangel von Vitamin C übrigens auf: chronische Müdigkeit, Infektanfälligkeit, beschleunigte Alterung und Faltenbildung, schlechte Zähne, Zahnfleischbluten, Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Arthrose, Bandscheiben, Osteoporose, grauer Star, Adipositas, wenig Ausdauer, Muskelschwäche, schlechte Wundheilung, Zellulite, Skorbut, Haarausfall, Bluthochdruck, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Blutfettwerte und erhöhte Knochenbrüchigkeit. Das ist alles, was entstehen kann, wenn man zu wenig Vitamin C zu sich nimmt. Jetzt kommen wir zu dem Vitamin D3 nochmal. Das Vitamin D3 ist eben die Sonne im Körper, die wir dringend brauchen. Die meisten der heutigen Zivilisationskrankheiten, die hierzulande, also hier in diesen Breitengraden entstehen zuallererst vor allem durch einen Vitamin D3-Mangel. Denn das Vitamin D3 aktiviert 2000 Gene im Körper. Und wenn die nicht funktionieren, kommt es zu Entartungen im Körper, also Zysten, Geschwüre, Myome, Adenome und Krebs entstehen. Vitamin D3 sorgt ja dafür, dass Calcium vom Körper resorbiert werden kann. Also ohne Vitamin D3 kann das Calcium aus der Nahrung nicht aufgenommen und verwertet werden, was die Knochen zum Beispiel benötigen. Und das Vitamin K2 ist daher eines der wichtigsten Vitamine, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können, denn ohne K2 würde sich das Calcium in den Arterien ablagern, statt in den Knochen, wo es hingehört. Deshalb ist eben das Vitamin K2 wichtig, dass man das zusammen mit dem Vitamin D3 einnimmt, weil es eben das Vitamin D3 erst aktiviert. Ja, das dazu. Magnesium ist eben auch notwendig, um Vitamin D3 umzuwandeln, damit es im Körper seine Funktion ausüben kann. Magnesium verbessert maßgeblich die Aufnahme von Vitamin D3. Und Vitamin B12 ist als Coenzym wichtig für die Zellteilung, wichtig für die Bildung roter Blutkörperchen, wichtig für die Funktion des Nervensystems. Also Vitamin B12 ist eben ein Bakterium und kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Da es aber hitzeempfindlich ist, wird es durch Kochen, Braten und Grillen zerstört. Und deshalb hat fast jeder Mensch heute Vitamin B12-Mangel. Und bei dem Vitamin B12 sollte man darauf achten, dass man das Methylcobalamin nimmt, weil das ist das natürliche B12, das vom Körper aufgenommen werden kann. B12 sollte man nicht zusammen mit Vitamin C aufnehmen, weil Vitamin C die Aufnahme verhindert. Deshalb sollte man Vitamin B12 zeitversetzt zu Vitamin C und OPC nehmen, also möglichst früh am Morgen zusammen mit dem MSM zum Beispiel, das wäre die beste, und auch zusammen mit dem Vitamin D3 und K2 könnte man das einnehmen, eben zeitversetzt zu dem Vitamin C. Da B12 zum einen durch die Nahrung heute nicht mehr aufgenommen wird, in ausreichendem Maße, und zwar deshalb nicht, weil wir heute alles zerkochen und einen sterilen Lebensstil pflegen, müssen wir dieses zuführen, denn das Vitamin B12 ist ja ein Bakterium, ja, und da auch die Aufnahme oft gestört ist, weil unser Darm übersäuert und vergiftet ist, sollten wir täglich 1000 Mikrogramm aufnehmen von dem Vitamin B12. Das beste Produkt ist dieses hier, was ich euch hier zeige, von Green Food. Das werde ich euch unten auch verlinken. Und wie gesagt, anfangs solltet ihr das jeden Tag eine Tablette nehmen davon. Später könnt ihr dann einmal in der Woche einen nehmen.
Und jetzt noch kurz zu MSM. MSM versorgt den Körper mit lebenswichtigem organischem Schwefel, denn er ist Baustoff des Gerüsteiweißes Kollagen, wichtiger Bestandteil vieler Körperstrukturen. Schwefel konzentriert sich vor allem im Stütz- und Bindegewebe, in Knorpeln, Knochen, Sehnen, Gelenken, Haut, Haaren, Nägeln, Schleimhäuten und im Immunsystem. Er spielt bei vielen Stoffwechselvorgängen eine Rolle, als auch in Bezug auf Entzündungshemmung, Schleimhautschutz, Entgiftung, Autoimmunerkrankungen und Allergien. Er hat daher eine entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung bei Arthritis, Rheuma, Arthrose usw. Hilft bei sämtlichen Entzündungen. Die Durchblutung des Areals wird verbessert, Muskulatur wird entkrampft, die Durchlässigkeit der Zellmembran für körpereigene schmerzlindernde Substanzen wird erhöht. MSM verbessert die Wirkung körpereigener entzündungshemmender Hormone am betroffenen Areal und unterdrückt die Bildung von Fibroblasten, die zu starker Schwellung und zu Narben führen. Fördert die Struktur, Funktion und Festigkeit des Gelenkknorpels, unterstützt die Leber und verbessert die Fettverdauung, entkrampft die Muskeln, gleicht die Magensäure aus, erhöht Leistungsfähigkeit und Ausdauer, verbessert die Entgiftung, bindet Schwermetalle an sich, verbessert die Zellernährung und Nährstoffaufnahme, hat einen guten Einfluss bei Diabetes, hat eine positive Wirkung bei Allergien, hilft gegen Pilze und Parasiten und verbessert die Konzentration. Wir sehen also, für wie viele Funktionen das MSM im Körper notwendig ist. Ja, das war's dann heute auch schon. Wie ihr seht, gäbe es noch sehr viel mehr zu diesen 5 wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln zu sagen, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Tatsache bleibt, dass auch Robert Franz diese 5 natürlichen Nahrungsergänzungsmittel empfiehlt, der ja als Experte auf dem Gebiet der Naturheilkunde heute gilt. Für viele waren diese Informationen heute vielleicht zu viel des Guten, aber ich hoffe, dass wenigstens auf diese Weise ein Denkanstoß stattgefunden hat und dass sich der ein oder andere mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Denn unsere Gesundheit sollte uns ja unbedingt am Herzen liegen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch von Nutzen war und wir sehen uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.